Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Mein Name ist Michael, ich bin Anwendungsberater bei Bosch Professional. Und wir haben eigentlich ein Problem heute, was wir lösen wollen. Denn wir wollen sogar nicht so eine Steckdose setzen, sondern wir wollen eine ganze Reihe an Steckdosen setzen, weil eine kann ja jeder. Wir wollen das mit verschiedensten Lösungen euch auch hier mal zeigen, wie man das machen kann und wie es wirklich einfach funktioniert. Heute soll es also um das Thema Lochsägen gehen. Mit Lochsägen kann man viel, viel mehr machen, als eine Steckdose zu setzen. Ja. Und ich muss mich hier mal outen. Die Hälfte von dem auf dem Tisch kenne ich nicht. Das ist wirklich so, dass ich eigentlich aus folgender Zeitengänsefüßung komme. Und zwar diese weißen habe ich relativ viel benutzt, ja? Auch mit dem Power Change Adapter. Die grauen hier, da müssen wir gleich mal drauf eingehen, kenne ich eigentlich gar nicht. Und dann bin ich irgendwann dahin gewechselt. Und wir sollten uns das mal wirklich im Detail angucken, denn diese Lochsägen können mehr als man denkt und vor allem können die echt viele Probleme lösen. Ja. Und viele Probleme, die man mit anderen Lochsägen hat. Denn ich habe noch andere Lochsägen zu Hause, wo ich dann immer mit dem Schraubendreher so rumprökel und mache und tue und irgendwie versuche dann das Holz, aber du kennst es doch, oder? Ja klar. Das Holz hier so rauszubekommen und das ist eben hier auch ganz anders gelöst. Ja. Aber vielleicht fangen wir mal an, der graue Adapter. Was war zuerst da? Der weiß oder grau? Nee, erst das graue System. Okay, dann habe ich doch recht gehabt. Die kenne ich wirklich nicht. Das war vor meiner Zeit, gibt es die schon so lange? Ja, die gibt es schon ewig. Alles seit es Lochsägen gibt, gibt es diese Aufnahme. Und zwar haben wir hier zwei verschiedene Größen. Einmal von 14 bis 30 mm Durchmesser und einmal von 32 bis 210. Das sind dann unterschiedliche Gewinde, die man dann reinmachen kann. Du siehst jetzt schon, du musst das eben reinschrauben, um das festzukriegen in deinen Adapter. Das heißt also, das sind die verschiedenen Gewindengröße, ja? Genau. Ich habe einmal hier das kleinere Gewinde und hier das größere Gewinde. Richtig. Und jetzt muss ich sagen, ich bin ja da wirklich noch nicht so lange in diesem System drin. Jetzt muss ich das ja auch noch wirklich aufschrauben. Der Kracher eigentlich. Weil ich kannte nur Power Change, also ja, super System, super einfach, klick, 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 kein Problem. Und das kommt mir ein bisschen wie Steinzeit vor. Ja, es ist eigentlich so. Wir kennen das Power Change System schon lange, weil es für uns selbstverständlich ist. Aber es sind viele Verwender und viele Hersteller, die dieses System eben nicht haben. Und dementsprechend zeigen wir jetzt mal den Unterschied, wie schnell und einfach das mit dem Power Change Adapter geht. So, hier muss ich es aufschrauben. Ja. So. Auch ein bisschen Kraft aufwenden. Ich habe jetzt hier diese zwei Mitnehmer, dass es nicht durchrutschen kann. Genau. Ich habe es jetzt hier drauf und gut. Nachteil, oder besser, was man beachten muss, ich bekomme jetzt hier die Zentrierung nicht mehr raus. Ja. Ja. Und ich habe hier doch eigentlich durch Zufall, glaube ich sogar, einen 76er genommen. Ja, nah dran. Okay, und kann jetzt loslegen. Richtig. Wenn ich jetzt die Zentrierung rausnehmen will, muss ich wieder abschrauben. Genau. Und die beiden Dorne, die Stifte, die da sind, die haben auch eine Bewandtnis. Die hat man früher nicht gehabt. Und da hat man durch die Anwendung, das Gewinde so festgezogen, dass man die Krone nicht mehr von Adapter losgekriegt hat. Und deswegen sorgen die beiden Stifte dafür, ab einer gewissen Größe, dass das nicht passiert, dass es nicht fester geht, sodass ich die Krone auch immer wieder rausschrauben kann. Aber schrauben, das dauert. Ja, genau. Also ich mache es jetzt nochmal. Ach, jetzt habe ich die Zentrierung wieder vergessen. Ja. Weil ich kann ja die Zentrierung wechseln für die verschiedenen Materialien. Genau. Darum geht es ja eigentlich. Hier habe ich jetzt Metall. Das Ganze gibt es bestimmt auch für Stein, für Holz und so weiter. Genau, wir haben jetzt hier zum Beispiel einen für Stein, der hat eine Hartmetallspitze dran. Und dann eben hier Holz, das ist ein Flachfräsbohrer zum Beispiel. Den kannst du dann rauf machen. Würde ich jetzt nicht die Krone für verwenden, weil die ist eben nicht für Stein ausgelegt. Okay, also nochmal das drauf. Moment, nochmal das draufstecken. Das hier draufstecken. Ja genau, und der Zentrierbohrer ist schon für das neue System, weil wir haben jetzt hier auch eine größere Arbeitstiefe. Das heißt, wir sind über 6 cm und da sind wir bei 4 cm. Jetzt habe ich es wieder nicht richtig fest. Sebastian, das kriegst du doch besser hin. So, also vorher richtig rein und so weiter. Okay, habe ich verstanden. Das Problem ist aber, ich muss jedes Mal das festziehen und kann sich einfach so wechseln. Genau. Weil das kannte ich gar nicht, dass man das so festmachen muss. Und wie ist jetzt das andere System? Beziehungsweise erstmal, was ist der Unterschied zwischen den weißen und den blauen eigentlich? Also wir haben jetzt hier, das ist eher Multimaterial, eben teilweise auch für Holz oder für Metalle ausgelegt. Das blaue ist jetzt hier eine reine Krone, auch eine ältere Krone. Die ist für Metall ausgelegt, also die hat auch HSS eben drauf, um eben jetzt in Metallen zu arbeiten. Von der Sägezahngeometrie und von der Art der Zähne ist das eben dafür ausgelegt. So, jetzt aber der Unterschied zwischen denen und, also das, was mir halt auffällt, ist, wir nehmen jetzt mal hier eine Krone raus. Der Unterschied zwischen den beiden ist ja, dass es, ja, ich möchte jetzt nicht einfaches Material nennen, aber das ist erstmal ja, zumindest anders gebaut als das hier, weil hier habe ich aufgelötetes Carbide wahrscheinlich. Richtig. Genau. Und damit habe ich hier also eine ganz andere Standzeit.
und eine ganz andere Stabilität auch im Material. Genau, das heißt, dadurch, dass wir es jetzt schaffen, auf diese kleine Fläche ein Hartmetallsegment drauf zu machen, erhöht das die Standzeit exorbitant. Egal in welchem Material, ob ich Holz, im Stein, im Metall, kann ich da sauber mitarbeiten und wesentlich schneller durchhalten und eben auch verschiedene Materialien kombinieren. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in den Stein reingegangen bin, war die Krone stumpf und das passiert eben bei den hartmetallbestückten Kronen nicht so leicht. Kann ich bestätigen, ich habe einmal das Problem gehabt, ich habe eine weiße Krone genommen und habe gesagt, ich muss jetzt hier rein, ich muss das jetzt machen und die sind dafür nicht gedacht, bin in Stein reingegangen und ich habe die halt komplett ruiniert. Ohne Frage, dasselbe habe ich hiermit auch schon mal gemacht, es funktioniert. Ja. Und das ist halt ein riesen Unterschied und vor allem die hier, die nutzen wir hier bei unserem Bau und Umbau halt sehr viel, die sind unwahrscheinlich standfest und halten ewig, also gefühlt ewig zumindest. Ja, wenn man die richtig einsetzt und benutzt, dann hält das immer sehr, sehr lange. Das ist eben sehr gut gemacht. Ja. Aber wir haben jetzt eben auch noch einen Vorteil. Hier haben wir um die 4 cm Länge und da ist eben auch 6 cm. Genau. Und wir haben eben auch teilweise die Löcher nochmal optimiert, um auch den Kern hier besser rauszubekommen. Und das ist noch ein weiterer Vorteil von dem Powerchain-System. Du kriegst den Kern einfach raus, weil durch das Aufklippen und Abklippen du bessere Möglichkeiten hast. Wir zeigen das jetzt mal. Ne? Genau. So, wir setzen mal hier den Zentrierbohrer ein. Genau. Den musst du auch nicht mehr mit der Madenschraube festziehen, sondern das ist eine Hexaufnahme. Ich habe ja vorhin immer gezeigt, ich muss das andere System muss ich ja hier mal aufschrauben. Und hier ist es so, ich nehme das einfach, stecke es auf, ganz normal, wie man das kennt, und das war's. Ja? Genau, das ist jetzt fest und ist fest arretiert hier. Und wenn ich es wechseln möchte, einfach, oder beziehungsweise wenn ich jetzt hier eine, wie nennt man das jetzt, wenn ich jetzt ein Material drin habe, einen Kern drin habe, kann ich es einfach zurückziehen, raus und kann ich hier das auswerfen über die Löcher, die ich hier drin habe und bin da schnell wieder dabei, das rauszubekommen und kann weitermachen. Beziehungsweise kann halt einfach sagen, okay, ich nehme das oder nehme halt auch einfach mal eine andere Krone und kann dann einfach weiterarbeiten und weitermachen. Das finde ich schon super. Weil ich muss sagen, ich wäre der Pragmatiker. Ich würde mir wahrscheinlich hier für jede Krone eine Aufnahme holen, um nicht jedes Mal da drauf zu schrauben. Und genau, das ist ein guter Punkt. Deswegen haben wir auch Adapter. Das heißt, wir haben hier einmal so ein Starter-Set. Ganz wichtig. Genau. Das heißt, hier haben wir einen ganz normalen Powerchain-Adapter, aber hier auch die Möglichkeiten, die auf die vorhandenen alten Kronen aufzuschrauben. Das heißt, da sind zwei dabei, einmal mit dem kleinen Gewinde, einmal mit dem großen Gewinde. Das heißt, du hast jetzt hier die Möglichkeit, das ist jetzt der falsche, der passt nicht, der ist für die kleinen. Das ist der große, den schraubst du hier auf deine vorhandenen Kronen auf und kannst jetzt diese Krone ganz normal mit dem Power-Change-Adapter benutzen. Ja, jetzt sind natürlich die Zentrierbohrer ein bisschen länger, wenn ihr die hier benutzt, aber es funktioniert. Und das gleiche eben auch für die kleineren Kronen, hier eben bis zu 32 mm das kleine Gewinde, sodass du dann hier deine vorhandenen Kronen trotzdem mit dem Power-Change-System bedienen kannst. Erstaunlich. Das finde ich erstaunlich und clever, dass man einfach wieder adaptieren und nutzen kann. Finde ich cool. Richtig. Und wenn die jetzt verbraucht ist und du hast noch eine in dem Durchmesser, da schraubst du das einfach wieder ab und schraubst auf die neue Krone drauf, sodass du da eben systemübergreifend alles anwenden kannst und trotzdem schnell bist. Also auf jeden Fall ist das System schneller. Da kann man echt nicht sagen. Das ist bedeutend schneller, das so zu machen. Jetzt kommen wir mal auf die Anwendungsgebiete, die wir haben. Jetzt fangen wir mal einfach mal an. Wir haben ja auch Metall, aber bleiben wir mal kurz bei den Materialien. Etwas, was ich mit denen hier schon häufiger gemacht habe, ist Folgendes. Und zwar normalerweise, oder fangen wir mal eher hier an. Wenn wir das jetzt nutzen, wir nehmen jetzt einfach Holz, gehen durch Holz durch und jetzt haben wir versehentlich dort mal einen Nagel drin. Dann ist das hier hin. Ja, dann ist es schneller stumpf, klar. Genau, dann ist das eigentlich so beim Nagel, ich weiß nicht, ob der hier 1 oder 2 Nägel schafft. Ja. Der hält ja schon, hier bei den Nägeln hält ja schon einiges aus. Nur das Problem ist, wenn ich in Baumaterialien kann, da reicht schon ein Gipskarton oder sowas, das ist so abrasiv, das macht den stumpf. Und hier durch die Hartmetallbestückung passiert das nicht. Genau, weil das ist das, was wir schon einige Mal ausprobiert haben. Wir haben einfach mal das hier genommen, haben ein Loch gebohrt, ganz normal wunderschön durch Holz, da haben wir einen Nagel drin. Und zack, er nimmt den Nagel einfach mit. Wir können durchbohren und das ist überhaupt kein Problem. Und ich habe keine große Abnutzung jetzt hier durch eben diese hartmetallbestückten Zähne. Und ich finde es übrigens total interessant, wenn man sich das anguckt, wie klein diese Bestückung hier ist und dass das hier wirklich einzeln aufgelötet ist. Ja? Schon irre. Und da kommt natürlich auch ein Stück weit der Preis her. Und lass uns mal ganz kurz über das Thema Preis sprechen. Was kostet das Ganze denn eigentlich? Es ist so, dass du jetzt hier, fangen wir mal wirklich in der Mitte an, das
Das teuerste Set, das ist genau das Set, was wir hier stehen haben, mit den vielen Zähnen. Das wird sicherlich auch den Preis ausmachen. Genau. Dieses Set kostet so im Bereich um die 200 €. Das Set, was wir hier haben. Das andere Set, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, kostet etwa 150. Dieses Set kostet so um die 100 €. Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel hier das Starter-Set mal einfach ausprobieren wollt, um es mal wirklich für euch mal zu nehmen, mal auszuprobieren oder um es zu adaptieren auf dieses System, das kostet um die 50 €. Wenn du dich dafür interessierst, unten in der Videobeschreibung findest du immer den ehrlichen Preisvergleich, alle Links und so weiter. Ansonsten einfach auf gotools.de gucken. Da hast du auch noch mal alles dabei. So, jetzt haben wir das Ganze mal in Holz gebohrt. Ja, aber was für Materialien kann ich dann eigentlich überhaupt damit bearbeiten? Also wir können jetzt einfach das in den Koffer zumachen und dann schauen wir uns mal auf der Rückseite an, was da drauf steht. Das heißt, hier sind die Piktogramme von den Materialien, die wir bearbeiten können. Das heißt, wir haben hier Metall, wir haben Fliesen, wir haben Porotonsteine, wir haben Holz, wir haben eben auch Kunststoffe, KG-Rohre, HT-Rohre und ähnliche Sachen. Also das ist eigentlich ziemlich universell, was wir hier nehmen können. Bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, wir probieren das doch Ganze einfach mal wirklich in Stein aus. Weil wir wollen eine Steckdose setzen und ich sage mal, in sowas wie eine Gipskartonwand, das ist ja nur relativ easy. Im Zweifel schneiden wir es mit einem Cuttermesser aus. Spaß. Spaß. Aber in Stein mit so etwas zu arbeiten, da würdest du ja eigentlich eine richtige Bohrkrone nehmen. Gefühlt, aber das muss auch damit funktionieren. Ja, genau. Jetzt haben wir aber hier noch ein anderes Set. Das sind eben für Stein und Baumaterialien würde ich eher die einsetzen. Ah, okay. Weil die eben von dem Aufbau her für die Materialien noch besser geeignet sind. Dafür würde ich jetzt hier weniger bei Metallanwendungen arbeiten. Ja? Aber das ist immer die Frage, was ihr machen wollt. Und ich sag mal, wenn wir auf dem Bau sind, irgendwo Gasbeton, OSB-Platte, Porotonstein, bis ich sag mal hin zu Kalksandstein, kann ich diese Kronen nehmen. Da würde ich die jetzt eher nicht so nehmen, da ist eher mehr der Vorteil hier im Metallbereich. Okay. Wir haben aber auch noch weitere Kronen, da haben wir auch schon mal ein Video drüber geredet, auch mit dem Power Change System, das sind die schwarzen, die sind diamantbestückt. Das ist für Fliesen ausgelegt. Ja, das sind die schwarzen, die im Nass in Fliesen gebohrt werden. Da werden wir jetzt nicht großartig was drüber erzählen, weil das haben wir schon abgedreht. Genau, das war eins der Videos, wo so viel Aha-Effekte in einem Video waren. Das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Seitdem habe ich keine Angst mehr vom Fliesenbohren. Ja. Also das verlinke ich euch mal hier oben. Mega Video, vor allem super, super interessant, wie einfach es auf einmal sein kann, in Fliesen reinzubohren. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, haben wir nicht sogar Granit damit gebohrt? Wir haben Marmor oder Granit, genau. Genau, Ja. erstaunlich. Aber lassen wir das mal beiseite. Was wir noch hier haben, ist Metall. Wir haben ja auch ein weiteres Set, das war das hier, was speziell für Metall ist. Kannst du dazu uns noch mal was sagen? Weil Genau. wir können ja auch zum Beispiel eine Steckdose in etwas, eine Metallwand jetzt nicht setzen, aber eine Wand, die zum Beispiel eine Metallverkleidung oder Blech oder irgendwas Ähnliches davor Genau. hat. Und dafür ist sie ausgelegt für Bleche, deswegen sind die Kronen auch so kurz. Ja? Du hast jetzt hier zwei Unterschiede im Vergleich zu den anderen. Du hast hier ein Federsystem drin, das dann Metall auch wieder auswirft, dass du es eben hier nicht verkantest drin und dadurch eben es einfacher benutzen kannst. Und du hast hier außen drum eine Erweiterung, wir sagen da einen Kragen zu, dass du nicht durch das Material durchfällst und dahinterliegende Material vielleicht zerstörst, wenn da ein Kabel liegt oder was auch immer. Und das ist eben auch ein großer Vorteil, den du hier einsetzen kannst. Auch hier jeder einzelne Zahn Hartmetall bestückt und optimiert eben auf Stahlbleche. Ne? Kannst du uns mal die große Bohrkrone an der Seite nehmen? Die ganz große, nicht Bohrkrone, sondern Lochsäge, genau. Das ist das Maximum, was wir haben. 152? Richtig? 152 mm. Schon ein krasses Teil. Und selbst das hier können wir einfach hier mit dem Power Change Adapter ansetzen. Jetzt mal ohne Zentrierspitze. Also es geht natürlich genauso. Und ihr seht, auch solche Größen kann man benutzen. Was hattest du vorhin gesagt? Wir können damit zum Beispiel für den Kamin ein Loch bohren. Kommt drauf an, wie dick das Rohr ist dann. Ne? Ja, Also genau, da hast du teilweise eben auch Sachen für Materialien. Da habe ich jetzt noch 2 Punkte für. Einmal haben wir das, wenn wir jetzt zum Beispiel durch die Wand durchgehen und noch ein zusätzliches Kupferrohr legen. Das haben sie früher einfach durch die Wand gelegt in den Durchmesser. Jetzt musst du aber dann die Isolierung durchmachen. Die wird auch immer dicker und da hast du eben natürlich Möglichkeiten, mit den größeren Kronen zu arbeiten oder im Kaminbereich oder im Lüftungsbau hast du dann eben bis 152 Möglichkeiten. So, das ist jetzt der nächste Tipp, den ich euch geben kann. Wir haben eben gesagt, die Metallkronen haben hier einen Kragen, damit ich nicht durchfliege. Ja. Jetzt wollen wir eine Steckdose setzen. Und in der Steckdose mit der 68er Krone, die hat keinen Kragen. Was hast du dahinter, wenn du ein Loch bohren möchtest? Was liegt dahinter?
Gute Frage. Ja, wenn das Ende der Wand oder Kabel oder sonst Ja, irgendwas? genau, das Kabel. Jetzt hast du das Kabel da hinten irgendwo baumeln, da wo du bohren möchtest. Weil du willst das Kabel ja in die Steckdose führen und Ja. festmachen. Ja. So, und wenn du jetzt hier mit der Krone einfach durchfällst, ja, dann kannst du dahinter liegende Materialien beschädigen. Das ist das Kabel, eine Dampfsperre oder du kommst in die Wand rein und. Und deswegen ist hier bei den Akkuschraubern, hier bei dem 150er zum Beispiel, am Zusatzhandgriff der Tiefenanschlag, dass du dann deine Materialdicke abnimmst. Ja, kannst du mir gerne mal vorbereiten. Wir nehmen es mal so. Nein. Ach so. Warte, Ja, war richtig. Ist ja falsch eingesetzt. So. So, und jetzt packst du den da rein. Und jetzt ist der vom Abstand her so, dass du auch locker hier vorbeikommst, auch bei einer Dose zu senken. Und jetzt weißt du, deine Wand ist vielleicht 30 Millimeter und jetzt stellst du den vielleicht auf 35 und machst den fest. So, und jetzt kannst du durch deine Wand durchbohren und dann schlägt der hier auf und geht nicht tiefer rein, beschädigt das Kabel, was dahinter liegt, eben nicht. So, dieser Tiefenanschlag, der wird eigentlich so gut wie gar nicht verwendet, aber hier seht ihr mal, dass der wichtig ist und eben auch Fehler oder andere Sachen vermeidet, ne, dass er irgendwas kaputt macht. Ich muss zugeben, auch wir mussten ihn eben aus dem Lager holen, weil selbst wir ihn in der Regel nie benutzen. Aber das ist nochmal ein guter Hinweis, eben zu sagen, du hast die Sicherheit vor allem, dass du nicht einfach so durchrutscht. Genau. Ja. Häufig im Eifer des Gefechts passieren Dinge. Gleiche Thema eben auch bei den Bohrhämmern. Ja, wenn ich einen Dübel setzen will, dann muss ich auch ideal bohren. Ja, wenn ich jetzt zu tief bohre, fällt der Dübel durch. Und wenn ich zu kurz bohre, dann steckt er vielleicht außen über. Und ein Tiefenanschlag hilft da schon extremst. So, ich habe jetzt mal ein anderes Problem mitgebracht. Und zwar dieses Brett. Wir wollen nicht einfach hier jetzt ein Loch rein sägen. Ja, eigentlich nicht. Ist das eigentlich sägen oder bohren? Ja, sägen würde ich sagen, weil wir haben eine Lochsäge. Ne? Und bohren ist eigentlich ein Bohrer, der hier drin ist. Also wir haben ja hier eine Krone und deswegen Kombi-Präparat. Genau. Aber das Problem, was ich hier habe, ist ein ganz anderes. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben hier einen relativ steilen Winkel. Ich nehme jetzt das Ganze und möchte jetzt hier reinbohren. Da habe ich jetzt überhaupt keine Zentrierung. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Genau, deswegen haben wir eine Lösung dafür. Vor allem kann ich das sehr schnell und einfach machen. Ich nehme den Zentrierbohrer raus und haben jetzt hier diese Verlängerung von den Flachfressbohren oder von den Bits, können die reinmachen. Jetzt müssen wir aufpassen, welchen Durchmesser wir haben hier. Deswegen erstmal hier durchführen, dann da rein, dann festmachen und jetzt hier den Zentrierbohrer wieder rein. Und jetzt kannst du sauber ansetzen, ja, und bohren. Dann hast du hier den Ansatz und die Kante. Ja, du hast also dann deine Führung und sobald du hier in dem Material deine Führung hast, musst du natürlich jetzt wieder umbauen. Das heißt, du nimmst den raus. Kannst jetzt den ganz normalen Zentrierbohrer wieder reinmachen. Geht alles ohne zusätzliches Werkzeug und relativ schnell, selbst wenn ich rede. Und dann hast du hier deinen Ansatz schon und kannst an diesen Ansatz rangehen und dann weiter runter. Ja? Der Zentrierbohrer ist ja nur da, um die Position zu halten. Die Positionsführung hast du ja schon, indem du hier angesetzt hast. Also ist das eigentlich so eine schöne Lösung. Erstaunlich. Du hast die ganze Zeit hier eine Sache liegen, und zwar hier liegt ein Flachfräsbohrer. Muss mir noch mal erklären, warum liegt hier ein Flachfräsbohrer? Ja, weil wir jetzt hier eigentlich einen Bohrer haben, der ist für Metall ausgelegt, ja, für Metall, Alu, vielleicht auch mal für einen Kunststoff, also für eine härtere Oberfläche. Und der ist eigentlich dafür da, wenn wir in Holz arbeiten wollen. Und hier haben wir auch den Vorteil, dass wir etwas länger sind mit dem Zentrierbohrer, um vielleicht bei solchen Sachen auch schon in schrägen Sachen, in Neigungen und so weiter zu arbeiten. Ja, je steiler das ist, umso länger muss die Spitze sein. Dementsprechend haben wir das gemacht. Das hat natürlich bei der Schräge nochmal einen Vorteil. Wenn ich einen kleineren Durchmesser habe, komme ich natürlich später an die Wand ran. Also habe ich hier nochmal mit dem längeren Zentrierbohrer welche größere Vorteile. Die Verlängerung brauche ich jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel 45 Grad habe, wenn du es nochmal schräg halten würdest. So ungefähr. Das heißt, hier kommt der Zentrierbohrer eher dran und hat dann natürlich die Möglichkeit, dass ich die Verlängerung nicht brauche. Deswegen ist der auch etwas länger als die anderen. Natürlich haben wir auch für andere Materialien Zentrierbohrer. Das ist jetzt zum Beispiel ein hartmetallbestückter, der eben auch in Stein oder auch in Beton reingehen könnte. Also in härteren Materialien, in Steine und so weiter ist der ideal. Nochmal eine Frage zum Unterschied der Systeme. Wir hatten ja hier hartmetallbestückte Systeme. Einmal mit vielen Zähnen, einmal mit etwas weniger Zähnen. Und jetzt hatten wir davor diese, ich nenne sie mal die weißen. Und jetzt haben wir hier noch die grauen. Richtig. Von der Zahnbestückung sind die aber eigentlich gleich. Genau. Oder? Richtig, das ist das gleiche System, ist die gleiche Qualität, ist eben nur eine andere Aufnahme. Okay.
Verstehe. Das heißt, hier etwa ist das, ich sag mal nicht dasselbe, aber die gleiche Qualität, verschiedene Aufnahmen, hier dann entsprechend das Ganze in Hartmetall. Genau, das ist unsere Expert-Linie, das heißt die Hartmetallbestückten, die eben wesentlich länger durchhalten, die eben meine Schraube und ein Nagel eben auch mal eher verzeihen, je nachdem, welche ich benutze. Oder eben auch, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein härteres Material im Stein drin ist, dass ich da eben auch wesentlich besser durchkomme als mit anderen bestückten Kronen. Ja, ihr habt gesehen, so einfach ist es dann am Ende doch, ein Loch zu sägen, nennen wir es mal so, Steckdosen zu setzen und das selbst in härteren Materialien. Ich bin gespannt, was ihr noch für Fragen habt. Schreibt das mal unten ruhig in die Kommentare, weil wir wollen eigentlich genau eure Anwendungsfragen beantworten. Genau. Wenn ihr noch spezielle Anwendungsfragen habt, auch zu ganz anderen Themen, gerne unten in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt. Beim nächsten Drehtag freuen wir uns darauf, genau das für euch zu beantworten. Und uns bleibt nur zu sagen, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Tschüss.